Hast du dich schon mal gefragt, wie du deine Videos auf ein professionelles Niveau heben kannst? In diesem Video zeige ich dir die 5 wichtigsten Aspekte, die zu einer professionellen Videografie und Bildgestaltung dazugehören, mit denen du die Videoqualität deiner Videos deutlich verbessern kannst. Und das nicht erst, wenn du deine Kamera in der Hand hältst. In diesem Video zeige ich dir die 5 wichtigsten Aspekte, die zu einer professionellen Videografie und Bildgestaltung dazugehören, mit denen du die Videoqualität deiner Videos deutlich verbessern kannst. Und das nicht erst, wenn du die Kamera in der Hand hältst. Egal, ob du gerade erst anfängst oder schon erste Erfahrungen gesammelt hast, hier sollte in jedem Fall das ein oder andere Neue für dich dabei sein. Beginnen wir mit der Belichtung. Hier gibt es 3 Einstellungen, die sich gegenseitig bedingen. Die Belichtungszeit, der ISO-Wert und die Blende. Die Feinheiten dazu werde ich in einem separaten Video nochmal ausführlicher behandeln, weil du beim manuellen Belichten aber auch viele Gestaltungsmöglichkeiten hast. Hier ein kurzer Überblick. Die Belichtungszeit, auch Verschlusszeit genannt, bestimmt, wie lange jeder Frame belichtet wird. Sie sollte in der Regel doppelt so hoch sein wie die Bildrate. Bei einer Bildrate von 30 fps wählst du also zum Beispiel eine 1/60 Sekunde. So erreichst du natürlich aussehende Bewegungen. Längere Verschlusszeiten führen zu Bewegungsunschärfen im Bild und sehr kurze Verschlusszeiten machen das Gegenteil, es gibt keine Bewegungsunschärfen und das Ganze sieht relativ künstlich aus. Der ISO-Wert bestimmt die Lichtempfindlichkeit des Sensors. Ein niedriger ISO-Wert erzeugt weniger Bildrauschen, aber bei einem hohen ISO-Wert ist das Bild heller. Wähle in aller Regel den niedrigsten ISO-Wert, der noch eine ausreichende Belichtung ermöglicht, oder spiel mit dem ISO-Wert, um Blende und Verschlusszeit in Einklang zu bringen. Die Blende gibt dir die meisten Gestaltungsmöglichkeiten, denn eine offene Blende macht den Hintergrund unscharf. Und gerade diese Unschärfe sieht so richtig schön nach Kino aus. Die Schwierigkeit besteht jetzt darin, die richtigen Einstellungen zwischen den 3 Komponenten zu finden. Helfen können dabei ND-Filter und vor allem Übung. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Das Objektiv hat einen großen Einfluss auf den Look deines Videos. Mit der richtigen Auswahl kannst du gezielt die gewünschte Stimmung und Aussage in deinem Video beeinflussen. Weitwinkelobjektive eignen sich gut für Landschaftsaufnahmen oder wenn du in engen Räumen filmst. Sie zeichnen einen großen Bildausschnitt auf, können aber auch Verzerrungen erzeugen. Gerade im sehr weitwinkligen Bereich unter 24 mm und am Rand deiner Bilder solltest du genau darauf achten, was das Objektiv mit deinem Bild macht. Teleobjektive machen genau das Gegenteil von Weitwinkelobjektiven. Sie vergrößern Dinge, die in weiter Entfernung sind. Sie eignen sich deshalb gut für Aufnahmen aus der Distanz natürlich, aber auch für Porträts, da durch die visuelle Stauchung Gesichter attraktiver aussehen als bei einem Weitwinkellook. Beliebt sind 70 mm oder 85 mm Objektive für Porträts. Im Telebereich sind letztendlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es gibt durchaus auch Objektive mit über 1000 mm und letztendlich kannst du auch ein Teleskop an deine Kamera anschließen. Standardobjektive bieten eine natürliche Perspektive und eignen sich für viele Aufnahmesituationen. 50 mm ist für normale Full-Frame-Kameras, sogenannte 35 mm Kameras, die Standardbrennweite. Zoom-Objektive bieten Flexibilität, da du den Bildausschnitt schnell verändern kannst. Für Videoaufnahmen ist ein hochwertiges Zoom-Objektiv mit Bildstabilisierung zu empfehlen. Objektive mit fester Brennweite bieten oft eine höhere Bildqualität und Lichtstärke als Zoom-Objektive und das bei einer kleineren Blende. Das heißt, sie sind besonders gut für einen Kinolook geeignet. Verwackelte Aufnahmen wirken unprofessionell und lenken vom Inhalt ab. Deshalb solltest du Wert auf stabile Bilder legen. Dafür gibt es starke technische Unterstützung. Die einfachste Art der Bildstabilisierung ist das klassische Stativ. Hierauf montierst du deine Kamera und sie steht fest. Mit einem Videokopf hast du noch die Möglichkeit, Schwenks zu machen. Wenn du gleichzeitig zoomst, kannst du ganz viele spannende Kameraeffekte damit erzielen. Sehr hilfreich für Kamerafahrten sind Gimbals. Mit Hilfe von Sensoren und Motoren wird deine Kamera in der Waage gehalten, während du sie bewegst. Wenn du mehr über das Drehen mit Gimbal erfahren willst, schau mal in unser hier verlinktes Video rein. Viele Kameras und Objektive haben unabhängig davon einen eingebauten Bildstabilisator. Dieser gleicht kleine Bewegungen aus und hilft, verwackelte Aufnahmen zu reduzieren. Gerade bei Aufnahmen aus der Hand ist das Gold wert. Aber Vorsicht, digitale Bildstabilisierungssysteme können zu Bildfehlern führen. Probier den Stabi also auf jeden Fall aus und prüf die Aufnahmen mit einem großen Monitor. Und für den Notfall kannst du verwackelte Aufnahmen auch in der Postproduktion stabilisieren.
Beachte aber, dass Bildstabilisierung oft mit einem Beschnitt des Bildes einhergeht und du deswegen Informationen an den Rändern verlieren kannst. Hier geht es einfach darum, die richtige Balance zwischen Stabilisierung und Bildausschnitt zu finden. Scharfe Bilder sind wichtig, damit dein Motiv klar und deutlich zu sehen ist. Moderne Kameras haben in Kombination mit den richtigen Objektiven in der Regel einen guten Autofokus. Dieser stellt automatisch auf dein Motiv scharf. Viele Kameras bieten auch Funktionen wie Gesichts- und Augenerkennung, die den Autofokus noch zuverlässiger machen. Der manuelle Fokus ermöglicht dir beispielsweise, den Fokus während der Aufnahme von einem Objekt auf ein anderes zu verlagern. So lenkst du die Aufmerksamkeit des Zuschauers und kannst die Bildwirkung gezielt beeinflussen. Das Focus-Peaking in deiner Kamera, wenn es denn verfügbar ist, hilft dir dabei, die Schärfe im Sucher oder auf dem Display besser einzuschätzen. Der Bildausschnitt, auch Framing genannt, bestimmt, welcher Teil des Motivs im Bild zu sehen ist. Unterschiedliche Bildausschnitte vermitteln unterschiedliche Informationen und Emotionen. Eine Totale kann beispielsweise die Szene etablieren, während eine Nahaufnahme die Emotionen eines Darstellers zeigt. Für mehr Informationen zu Einstellungsgrößen und Bildausschnitten und wie du sie im Film einsetzt, schau dir unbedingt mal unser Video zu dem Thema an, das ich dir nicht nur hier, sondern auch hier in der Videobeschreibung verlinkt habe. Die wichtigsten Einstellungsgrößen sind die Totale. Die zeigt das gesamte Motiv und seine Umgebung. Die Halbtotale zeigt das Motiv von Kopf bis Fuß. Die Nahaufnahme zeigt einen Ausschnitt des Motivs, zum Beispiel das Gesicht einer Person, und die Detailaufnahme zeigt ein kleines Detail des Motivs. Die Qualität deiner Videos hängt von vielen Faktoren ab. Kameraeinstellung, Objektivwahl, Bildstabilisierung, Fokus, Bildausschnitt und noch einige mehr. All diese Aspekte spielen zusammen und beeinflussen das Endergebnis. Um hochwertige Videos zu erstellen, ist es wichtig, die Grundlagen der Videografie zu verstehen und die verschiedenen Techniken gezielt einzusetzen. Experimentiere deshalb mit den Tipps aus diesem Video und finde heraus, welcher Stil am besten zu dir und deiner Arbeitsweise passt. Je mehr du übst, desto besser werden deine Videos. Deshalb hier ein paar Ideen für Übungen, mit denen du heute noch loslegen kannst. Filme die gleiche Szene mit verschiedenen Kameraeinstellungen, Objektiven und Bildausschnitten, vergleiche die Ergebnisse und analysiere, welche Einstellungen am besten zu deinem Motiv und deiner Botschaft passen. Filme regelmäßig, am besten jeden Tag, kurze Videos, zum Beispiel in Form eines Vlogs, und mach kleine Dokumentationen. So schulst du dein Auge für Komposition und lernst deine Kamera besser zu bedienen. Eine besonders effektive Art, mit wenig Planung eine Szene so zu drehen, dass du sie gut schneiden kannst, ist die 5-Shot-Methode. Und weil sie so praktisch ist, haben wir ihr ein ganzes Video gewidmet, das dich vielleicht interessieren könnte, wenn du abwechslungsreiche Videos drehen möchtest. Schau also gleich mal rein. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von MindNet. Mit Videos mehr erreichen.